Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Schattenwolf, im Lateinischen Canis dirus, was so viel bedeutet wie schrecklicher Hund oder furchtbarer Hund genannt, der ist ja vielen Menschen ein Begriff. Einige kennen ihn, weil sie die Canidae generell studiert haben. Andere wurden durch die fantastische Serie Game of Thrones auf ihn aufmerksam, und dann gibt es Menschen, die das erste Mal von ihm hörten, als die Kunde verbreitet wurde, dieser ausgestorbene Hund sei via Gentechnik wieder zum Leben erweckt worden. Was es mit diesem herrlichen Räuber auf sich hat, das sehen wir uns heute mal etwas näher an. Also, bis gleich. Nun, der Schattenwolf, der starb vor etwa 13.000 Jahren aus. Es ist also möglich, dass einer von ihren Urahnen ihm Stöckchen warf oder von ihm gefressen wurde oder ihn gar selbst verspeiste. Denn wie wir wissen, wird Hundefleisch bis heute von nicht wenigen Menschen geschätzt. Doch der schreckliche Hund war kein Abbild der vierbeinigen Schönheiten, wie sie in der Serie Game of Thrones erstellt wurden. In dieser Fantasy-Serie sehen Sie Schattenwölfe mit etwa 120 Zentimeter Schulterhöhe und mindestens 150 Kilo Gewicht geschätzt, ja, die auf langen Läufen extrem elegant und anmutig durch Westeros traben. Doch das entspricht in keinster Weise der Anatomie, welche der Canis dirus besaß. Ja. Ergebnisse der Forschungen zum Schattenwolf sprechen von Wildhunden, die maximal 75 cm Schulterhöhe erreichten und je nach Verbreitungsgebiet zwischen 35 und 70 Kilo schwer waren. Obwohl man auch hierbei natürlich von anständigen Brocken sprechen kann, existieren heutzutage Wölfe, die größer und schwerer werden. Wussten Sie das? Ist so, ja. So laufen in Nordamerika Wolfsrüden mit, aufgepasst, 90 cm Schulterhöhe und 80 Kilo Gewicht herum. Das ist belegt, liebe Zuseher. Ich würde einiges geben, um einmal solch ein Exemplar live sehen zu können. Also der muss eine Aura haben, dagegen verblasst diejenige der größten und schwersten Hunde ins Nichts. Davon bin ich überzeugt. Allgemein gesehen war der Schattenwolf größer und schwerer als der Durchschnitt heutiger Wölfe. Das stimmt, ja. Und er war etwas anders aufgebaut. Knochenfunde belegen, dass er markant größeren Abstand zwischen den Jochbeinen vorwies und somit einen kräftigeren Kopf besaß. Außerdem war er um einiges kurzbeiniger, als der typische Wolf es heute ist. Seine Läufe waren nicht so lang. Er wirkte plumper, massiger. Man geht davon aus, dass er deswegen nicht über die fantastischen Hetzjagdfähigkeiten verfügte, wie es bei seinem modernen Verwandten der Fall ist. Ja. Über sein exaktes Aussehen kann man heute nur spekulieren. Es gibt allerdings viele Beispielsbilder, die versuchen, Ihnen seine Optik zu präsentieren. 3 recht unterschiedliche davon möchte ich Ihnen zeigen. Man kam außerdem zur Erkenntnis, dass das Zungenbein des Schattenwolfes etwa 50% größer war als jenes heutiger Wölfe. Rekonstruktionen des verbalen Verständigungsapparates, also
die wissen, was ich meine, bewiesen, dass er weit tiefer heulte als der Isegrim unserer Zeit. Das muss schon ein beeindruckender Gesang des schrecklichen Hundes gewesen sein, möchte ich meinen. Ja. Nun, weshalb erzähle ich Ihnen das alles? Warum sollte Sie ein Wolf interessieren, der das letzte Mal vor etwa 13.000 Jahren geheult hat? Nun, weil 2025 Romulus und Remus zur Welt kamen und ihnen Khaleesi folgte. 3 von Hündinnen ausgetragene Schattenwölfe. Ist das so? Nicht ganz, liebe Zuseher. Eine US-Firma hat mit Hilfe von Gentechnik 3 Wölfe erschaffen, die Gene des Schattenwolfes in sich tragen. Eine echte Wiederbelebung dieser ausgestorbenen Art ist das nicht. Eigentlich sind das 3 weiße Grauwölfe, bei welchen, aufgepasst, 14 von 25.000 Genen des Grauwolfes mit Erbgut des Schattenwolfes verändert wurden. Dieses Erbgut erhielten die Wissenschaftler aus einem 13.000 Jahre alten Zahn und einem 72.000 Jahre alten Schädel von Schattenwölfen. Und zuvor wurde entdeckt, dass sich das Erbgut des ausgestorbenen Wolfes zu 99% mit demjenigen moderner Grauhunde deckt. Bei 80 Genen fanden sie aber dramatische Unterschiede zu heutigen Wölfen. Nun, diese Erbinformation aus einem Großteil von Grauwolfgenen und 14 Schattenwolfgenen implantierten sie dann in Eizellen von Grauwölfinnen und erzeugten so einige Dutzend Embryone, und 3 davon wurden dann von Hündinnen als Leihmutter ausgetragen. So kamen Romulus und Remus zur Welt und Khaleesi folgte ihnen einige Monate später. Die 3, die leben in einem 2000 Hektar großen eingezäunten Gelände und werden strikt überwacht und studiert. Hochinteressant, gar keine Frage. Aber ob das Ganze sinnvoll ist, darüber wird gestritten. Experten sagen, dass für die Etablierung einer nachgezüchteten Art etwa 500 Tiere notwendig seien. Mit den 3 genetisch fast identischen Wölfen Romulus, Remus und Khaleesi würde sich nur Inzucht betreiben lassen. Auch ich habe da eine persönliche Meinung dazu. Schauen Sie, da wurden gerade mal 14 von 25.000 Grauwolf-Gene mittels Genschere durch Schattenwolf-Gene ersetzt. Wer waren's nicht? Ja? Da wurde so viel Lärm um diese Sache gemacht, als wäre dieser Gentausch in umgekehrter Anzahl vorgenommen worden. Schauen Sie, natürlich stecken da höchst kompetente und intelligente Menschen dahinter, ist mir klar, die da mit allergrößtem Fachwissen zu Werke gegangen sind. Das streitet auch niemand ab. Aber wenn diese schönen Wölfe mehr als nur die Wimpern des echten Schattenwolfes besitzen, wäre ich sehr überrascht. Sie verstehen sicher, was ich meine damit. Ja, nochmal, das sind absolut wunderschöne Tiere, die mich extrem an arktische Wölfe erinnern. Ja, zum Vergleich zeige ich Ihnen Romulus, Remus und Khaleesi via Video und danach ein kurzes Video von Polarwölfen. Ja, jetzt kurz noch die Polarwölfe. Ja, die sind fast nicht auseinanderzuhalten, möchte ich meinen. Ne? Obwohl ich gestehen muss, dass ich bei den ersten Bildern, die ich von Romulus und Remus sah, als sie erst wenige Monate alt waren, dachte, Alter, die haben weit kräftigere und kürzere Läufe als normale Wölfe in diesem Alter. Ja?
Doch das hat sich mit der Zeit ausgewachsen. Ne? Auch die Kopfform, die mir in deren Welpenalter wuchtiger vorkam, hat sich zu 100% in diejenige eines modernen Wolfes entwickelt, möchte ich meinen. Wenn man sich da die Bilder ansieht, als sie noch im Welpenalter waren und jetzt, wo sie schon fast aus der Pubertät draußen sind, kann man das erkennen. Ne? Natürlich bin ich kein Genetiker, sondern nur Mr. Dog Special. Ja? Aber ich vermute, dass diese drei so ein arbeitstechnischer Erfolg sie auch waren, was ich ja niemals bestreiten würde. Tolle Leute daran gearbeitet, hochintelligente Menschen. Nicht als Studienobjekte zu einer ausgestorbenen Art taugen. Der Meinung bin ich. Ja. Wenn ich Schattenwölfe sehen möchte, ja, dann serviere ich mir Game of Thrones und da sehe ich dann gleich 6 davon namens Ghost, Greywind, Numeria, Summer, Shaggy Dog und Lady. Und auch wenn die in dieser Serie größer sind als Löwen, sie wirken fantastisch und etwas Fantasie hat ja noch nie geschadet. Ja. Doch man darf gespannt sein, was dieser Firma noch so einfällt, denn soweit ich weiß, planen die schon ihr nächstes Projekt und das wäre dann die Wiederbelebung des Mammuts. Man darf davon halten, was man will, aber ich sage Ihnen was. Wer weiß, was in diversen Laboren schon alles herumläuft, von dem wir nichts wissen dürfen. Sie wissen schon, was bei Tieren funktioniert, funktioniert häufig auch bei Menschen. Wie gesagt, nochmal, wer weiß, was da schon alles herumläuft. Vielleicht möchte ich es gar nicht wissen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.